Das Profilfoto spielt in Microsoft 365 eine immer größere Rolle. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das Profilfoto zu ändern und je nach Lizenz, Softwarestand und Einsatz in deinem Unternehmen gehen alle diese Varianten oder auch nur einzelne davon. Aber egal, wo du es einstellst, das Profilfoto wird an alle anderen Stellen übertragen, leider mit etwas Zeitverzug, so dass du unter Umständen auch mal einen ganzen Tag oder teilweise auch länger warten musst, bis das Profilfoto wirklich an allen Stellen aktualisiert ist. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Das Profilfoto, das Profilbild ist in Microsoft 365 inzwischen fast allgegenwärtig, zum Beispiel hier in Teams an dieser Stelle oder zum Beispiel auch bei den Beiträgen an dieser Stelle und auch in Outlook, wenn wir eine Mail bekommen und die kommt aus unserem Unternehmen und die andere Person hat ein Profilbild, dann sehen wir die hier. Aus meiner Sicht ist der schnellste Weg zum Anpassen des Profilbilds aktuell über Teams bzw. Outlook möglich, und weil in Outlook mehr Einstellungsmöglichkeiten da sind, zeige ich euch das zunächst mal hier. Ihr habt die Outlook Desktop App offen, übrigens in der Web App ist es anders. Wählt Datei, dann seid ihr in den Informationen, seht hier die Kontoeinstellungen, da ist das Profilbild. Und da könnt ihr auf das Profilbild bzw. auf Ändern klicken. Dann wechselt der Bildschirm ins Web und ruft dort direkt das Foto auf. Einzige Ausnahme, ihr seid in Microsoft Office 365 im Web noch nicht angemeldet. Dann kommt jetzt noch eine Anmeldeabfrage, wo ihr euren Benutzernamen, also eure E-Mail-Adresse und euer Passwort eingeben müsst. Und dann landet ihr direkt hier beim Foto ändern, könnt jetzt ein neues Foto hochladen. Ich nehme in diesem Fall mal den Ball, bestätige mit Öffnen. Das Bild wird hier reingenommen und was jetzt geht hier über diese Variante in Outlook ist, dass ihr zum Beispiel das Bild vergrößert bzw. verkleinert und dass ihr dann auch noch den Ausschnitt verändert, indem ihr einfach direkt in das Bild hineinklickt mit diesem weißen Pfeilkreuz und hier das Bild an eine entsprechende Stelle verschiebt. Ich nehme mal das komplette Bild und wenn ihr dann auf Anwenden klickt, dann ist dieses neue Profilbild für euch gespeichert und es ist auch schon aktiv. Auch wenn ihr vielleicht im ersten Moment das Gefühl habt, oh, es hat gar nicht geklappt, dann schaut mal hier in der Webanwendung von Outlook, da ist noch das alte Bild. Das hat jetzt aber nur etwas damit zu tun, dass der Browser noch nicht aktualisiert ist. Das heißt, ich drücke mal F5, um den Bildschirm im Browser zu aktualisieren und dann seht ihr, dass jetzt hier auch das neue Profilbild zu sehen ist. Wenn ihr den Browser mit einem Profil eingestellt habt, das wäre also diese Leiste hier, dann seht ihr hier unter Umständen noch ein altes Profilbild. Das ist in meinem Fall ein sehr altes, da gehe ich später nochmal drauf ein. Nun aber erstmal zurück zu Outlook. Ihr seht, hier ist noch das alte Bild, auch wenn ich zurückgehe, Datei, sehe ich immer noch das alte Bild. Wenn ich also erstmal Outlook beende und Outlook dann neu starte, dann sehe ich jetzt in Outlook nach dem Neustart über das Menü Datei auch das neue Bild. Das heißt, es ist gespeichert und an manchen Stellen reicht ein Neustart, damit das neue Bild angezeigt und eingebunden wird. Jetzt schauen wir mal, wie ist es, wenn ich jetzt in Teams wechsle. Hier ist auch noch das alte Bild. Ich melde mich mal hier ab und melde mich neu an. Und dann wäre die Hoffnung, dass hier auch das Profilbild dann schon aktualisiert ist. Und ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall ist, denn das Profilbild, das ich geändert habe, wird in Exchange Online gespeichert und ihr seht, das ist jetzt hier in Teams noch nicht aktualisiert. Das kann jetzt eine Zeit lang dauern. Microsoft sagt bis zu 24 Stunden. Ich habe auch schon länger erlebt, also einfach erstmal warten. Wenn ihr sagt, ihr wollt es lieber in Teams zuerst haben und da soll es gleich aktualisiert sein, dann könnt ihr es auch in Teams ändern und das geht auch ganz wunderbar einfach. Ihr klickt auf euer Profilsymbol und jetzt kann man
direkt auf das Profilbild gehen und hier das Profilfoto ändern. Das muss man einfach wissen. Ich klicke da drauf und kann jetzt das Profilbild ändern. Es ist ähnlich, wie wir es in Outlook gesehen haben, aber nicht identisch, denn ich kann jetzt das neue Bild hochladen. Ich nehme mal hier das Ohr. Und was jetzt hier aber nicht geht, ist, dass ich das Profilbild in der Größe ändere oder den Ausschnitt ändere oder ähnliches. Das geht nur, wenn ihr den Weg über Outlook wählt. Ich speichere das jetzt nicht mit dem neuen Bild, weil ich will ja, dass sich das, was ich in Outlook eingestellt habe, synchronisiert. Das Profilbild in Teams wird sich dann auch an dieser Stelle ändern, sobald es sich hier oben geändert hat. Also wir haben da eine Aktualisierung. Was für manche von euch vielleicht noch wichtig ist in Teams, wir haben ja die Möglichkeit in Teams auch als Gast in andere Organisationen eingeladen zu sein. Und wenn ich Gast in einer anderen Organisation bin, dann gibt es keine Möglichkeit, hier das Profilbild zu ändern. Also aktuell keine Möglichkeit, Profilbilder in einem Gastaccount zu ändern. Das Schöne in Teams ist, dass das, was ich euch gerade hier gezeigt habe, in der Web-App genauso funktioniert. Also nicht nur in der Desktop-App. Das ist in Outlook in der Web-App tatsächlich anders und ich zeige euch das, weil das oft noch falsch beschrieben wird. Und zwar, wenn ich die Outlook Office App im Web aufrufe, dann habe ich in dieser App die Möglichkeit, auch über das Profilsymbol zu arbeiten. Und da liest man im Moment noch ganz häufig, dass man hier auf Kontoanzeigen klicken soll. Und das ist falsch. Es sieht erstmal so aus, als wäre ich an der richtigen Stelle. Da ist das Symbol, aber ich kann es hier nicht ändern. Deshalb wichtig, wenn ihr in der Web-App von Outlook seid und es dort ändern möchtet, ihr klickt sehr wohl auf das Profilsymbol. Und dann, und das finde ich nicht wirklich gut gemacht, findet ihr hier den Eintrag weiteres Postfach und dahinter sind die 3 Punkte. Und dort über die weiteren Optionen kann ich mein Microsoft 365 Profil aufrufen. Und wenn ich das Microsoft 365 Profil aufrufe, dann sieht es ein bisschen ähnlich aus. Allerdings nicht ganz, denn ihr seht jetzt, ich bin jetzt hier in einer Anwendung, die heißt Delph. Die bietet uns die Möglichkeit, Dokumente zu organisieren und zu suchen, aber sie ist eben auch für die Profilaktualisierung zuständig. Und da seht ihr jetzt, ist hier das Bild und wenn ich da drauf klicke, kann ich jetzt hier ein neues Foto hochladen und das ist im Prinzip die Stelle, an der ich auch vorher mit der Desktop-App von Outlook geändert habe. Also hier über Outlook im Web die Möglichkeit über das Profilsymbol und die 3 Punkte, nicht etwa über Kontoanzeigen. Man liest auch immer mal wieder, dass man auch direkt in Office im Web diese Änderung vornehmen kann. Dazu klickt man auch auf das Profilsymbol. Und ihr seht jetzt, hier ist getrennt Kontoanzeigen und mein Microsoft 365 Profil. Also worum es geht, ist das Microsoft 365 Profil. Und dann hier in Delph die Änderung am Profilsymbol. Schauen wir als letztes noch kurz auf die Darstellung des Profilsymbols im Browser. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, hier rechts oben bei mir noch mein altes Symbol. Wenn ich da draufklicke, dann sieht man, ich habe hier keine Synchronisierung. Wenn ich die Synchronisierung aktiviere, dann sollte das Profilsymbol von selbst auch ausgetauscht werden. Wenn ich mal in die Einstellungen schaue und mir hier das Profil angucke, dann sehe ich, ich kann dieses Profil bearbeiten und da sieht man, dass man hier auch das Bild ändern kann und dass es bis zu 24 Stunden dauert, bis die Änderungen wirksam werden. Also ich würde jetzt hier einfach erstmal warten und dieses Profilsymbol sollte sich dann in 24 Stunden von selbst anpassen. Also ihr seht schon viele Wege, die zum selben Ziel führen. Ändert das Profilbild am besten an der Stelle, an der ihr sofort die Änderung sehen wollt. Also wenn es in Teams sein soll, dann ändert in Teams. Wenn es in Outlook sein soll, dann ändert in Outlook. Und dann wartet ihr einfach, bis das Profilsymbol entsprechend aktualisiert ist. Und sollte das länger dauern, also ich würde jetzt mal mindestens 2 Tage warten, sollte das länger dauern, dann wendet euch doch an eure IT, ob die vielleicht noch einen Tipp haben, woran das liegen kann.
Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal oder, und das wäre für mich am allerbesten, teilt das Video mit anderen. Schaut euch auch gerne die anderen Videos an, die ich schon zu Microsoft 365 und Outlook gemacht habe. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.